Mann, Mann, Mann. Erste Mal das gute Stück See seit dem Unfall in Ungarn vor jetzt fast 4 Wochen. Mein großes Ziel ist es, diese erste Dakar in Saudi-Arabien zusammen mit meinem Fahrer Yazid Al-Rajhi zu gewinnen. Ich hätte schon eher herkommen können, aber ich hatte noch kein Bedürfnis, muss ich sagen. Und ich bin ein wenig geschockt. Aber interessant finde ich, dass der Überlebensraum, der Käfig von der Größe noch super da ist. Ich hätte mir das nicht so gut gebaut. Kann man gar nicht drüber nachdenken. Und guck dir hier die Ecke an. Auf der Seite vom Oller, vom Co-Piloten, nicht einmal Bodenkontakt. Ich bin doch echt ein netter Fahrer, würde ich sagen, oder? Habe alles auf meine Seite genommen. Scheiße. Das ist ziemlich heftig. Ich hatte ja so in meiner blühenden Fantasie gedacht, dass man das eine oder andere von dem Auto noch gebrauchen kann. Aber der Rahmen zum Beispiel hier, der ist komplett Schrott, ne? Da ist gar nichts mehr zu gebrauchen. Ich vermute, dass ich beim ersten Aufschlag hier oben auf diese Seite aufgeschlagen bin vom Auto und dass ich innen mit dem Kopf, mit dem Helm gegen den Rahmen geschlagen bin und dadurch bin ich bewusstlos geworden. Ansonsten bin ich echt happy, wie gut alles gehalten hat bei dem massiven Überschlag. Wir sind ja schnell gewesen, wir haben uns, glaube ich, 7 Mal, hat Oller nachgezählt, überschlagen. Sind immer oft hart auf dem Rahmen aufgekommen. Und hier ist ein 130 Liter Tank drin, der sitzt noch genauso da drin, wie er drin sitzen soll. Das macht mich schon ein bisschen stolz, kann ich sagen. Der Unfall ist fast 4 Wochen her und ich habe mich natürlich mit dem Unfall schon sehr auseinandergesetzt, viel Zeit dafür. Habe das Auto seitdem noch nicht gesehen. Natürlich bin ich wahnsinnig froh, dass ich laufen kann, dass ich überhaupt da bin und laufen kann. So, und jetzt bin ich aber hier bei dem Auto und sehe auch an dem Auto, warum ich noch laufen kann, weil wir einen geilen Job gemacht haben. Ne? Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und der Job kann aber noch besser sein. Ne? Und das habe ich auch lange drüber nachgedacht, was kannst du verbessern, damit du aus der Hütte aussteigst, ohne irgendwas zu haben. Und da will ich mich nicht auf Glück verlassen, sondern ich möchte das ganze Layout so hinbekommen, dass du einfach eine gute Chance hast, unverletzt aus dem Fahrzeug im schlimmsten Fall auszusteigen, wenn das Schlimmste passiert. Und natürlich gucke ich deswegen auf die Technik, ne, was besser geht. Und mit dem ganzen mentalen Kram, ja, da hatte ich eben schon viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Das war am 9.8.2019 bei der Hungarian-Baja habe ich mich überschlagen, gleich im Prolog. Letztes Jahr war das mein erstes Side-by-Side-Rennen hier auf dem Festland sozusagen, also erst im Rahmen eines Weltcups, Baja-Weltcups. So, in diesem Jahr wollte ich diesen Sieg vom letzten natürlich wiederholen und bin mit einem bisschen anderen Mindset daran gegangen und mit einem anderen Fahrzeug, einem selbst aufgebauten Fahrzeug. Naja, und dann war halt in Ungarn jetzt der Start und das war gleich im Prolog. Das gesamte Rennen wäre vermutlich so um die 590 Kilometer lang gewesen für uns und wir haben 1,2 Kilometer geschafft. Ich bin gefahren wie mit einem hochwertigen Rennfahrzeug, aber es war noch nicht so weit, das Fahrzeug, wie es hätte sein sollen. Und ich habe es überfahren und bin einfach am Anfang des Prologs, ich bin zu schnell gewesen, hat es uns dann rauskatapultiert. 7 Überschläge, Oller hat das mal nachgemessen, auf 95 Meter haben wir gebraucht, um diese Geschwindigkeit abzubauen. Also Oller sagt, ich war sehr überrascht, als das Auto so hoch stieg. Ich habe noch zu ihm gesagt, so, oh, what is that, what's going on now? Das war so ein ganz, ganz unerwartetes Gefühl und danach geht für mich Licht aus. Also dann sind wir direkt auf der linken Seite eingeschlagen, auf dem Rahmen, auf meiner Höhe. Ich bin mit dem Kopf vermutlich gegen den Rahmen gegengeschlagen. Und dann haben wir mehrere Rollen gemacht und ich denke mal, durch die Bewusstlosigkeit kam es dann auch zu meinen vielen Knochenbrüchen.
Einfach keine Körperspannung mehr da war. Und an all das kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Nächste Erinnerung ist dann so ganz schwach, wie ich im Auto wach werde, im Bus stehend und die Feuerwehr den Rahmen zerschneiden will, um mich rauszuziehen. Und da hat Olle mir erzählt, dass ich mich dann erstmal beschwert habe, erstmal die gebremst habe und er soll mir 5 Minuten Zeit geben. Ich will mich erholen und dann steige ich hier schon alleine aus. Aber von nach diesem Unfall, da weiß ich noch diese 2 Szenen so im Auto. Ich wollte da nicht, dass der Rahmen zerschnitten wird und dann wollte dieses Overall kaputt gemacht wird und dann wurde ich verladen, war sehr schnell im Krankenhaus. Ich habe mich schon, als ich aus dem Auto raus war und auf dem Boden lag, habe ich mich nicht komfortabel gefühlt. Da war mir schon klar, also unbewusst klar, dass hier eben wirklich die Kacke am Dampfen ist. Hier ist was richtig Mist gerade, hier ist was richtig schief. Also definitiv war mir das Ausmaß nicht bewusst. Ich kenne ja von verschiedenen Crashs vom Motorradfahren. Der liegt zuerst mal im Dreck, bekommst keine Luft und der Körper tut wahnsinnig weh. Und dann brauchst du ein paar Minuten, bis du wieder Luft kriegst und dann dich abcheckst. Und dann meistens lässt dann der ganze Schmerz ein bisschen nach, oder wenn du Glück hast zumindest. Und dann krabbelst du wieder auf allen Vieren davon. Ne? Und genau das habe ich da auch erwartet. Und hatte gedacht, jetzt gehen ein paar Minuten vorbei und dann kommt alles zurück, dann bin ich wieder voll mobil und dann kletter ich da raus und sage wahrscheinlich, oh, was für eine Scheiße ist hier passiert und Mist. So, und dem war aber nicht so. Also ich bin dann zwar aufgewacht, aber ich konnte nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht bewegen konnte oder ob ich einfach nur nicht die Kraft hatte raus, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich alleine definitiv nicht aussteigen konnte. Ich weiß nicht mal, ob ich das probiert habe, weiß ich nicht. Die haben mich da ja rausgeholt und haben mich dann auf eine Trage gelegt und weggeflogen. Aber die Intensität und Ernsthaftigkeit der Verletzung war halt anfangs nicht klar und es sah nach dem Schlimmsten aus. Und dann im Krankenhaus, als sie mich dann untersucht haben und die Art und Weise, wie sie mit mir umgegangen sind und dass ich eben auf so einer Trage lag, auf einer Holzplatte die ganze Zeit und mich eigentlich selbst nicht bewegen konnte. Ich konnte meine Füße bewegen, ich habe gespürt, wenn ich angefasst wurde. Es wurde immer wieder kontrolliert. Da ist mir schon klar geworden, dass es hier eine ganz ernste Nummer ist. Ne? Und weil es immer hieß, liegen bleiben, nicht bewegen, gar nichts. Und ich hatte auch überhaupt nicht das Bedürfnis, mich zu bewegen. Da ist mir relativ schnell bewusst geworden, dass ich da also ganz, ganz knapp am Super-GAU vorbeigerutscht bin. Wenn ich so darüber nachdenke, war für mich eigentlich interessant oder ist interessant, dass ich Angst, ja, aber ich war ja wieder on. Also ich habe wieder denken können und gucken können und so. Da hielt sich meine Angst eigentlich in Grenzen. Und ich konnte mir von Anfang an, das ist komisch, aber ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich nicht laufen kann. Das war für mich überhaupt keine Option. Also das war einfach so mein inneres Gefühl. Also die haben immer wieder angefasst und so. Ich habe, ja, natürlich spüre ich das. Natürlich bewege ich meine Füße und das nehmt ihr mir auch nicht. Also keine Sorge, das bleibt so. Also ich war mir total sicher, da passiert nichts. Das heißt 14 Knochenbrüche. Fängt an, harmlos Schlüsselbein, kennt eigentlich jeder Motorradfahrer. Lohnt sich fast der Aufrechnung nicht. Dann habe ich 3 Mittelhandknochen gebrochen. Ich habe 7 Rippen gebrochen, die zum Glück die Lunge nur ganz bisschen verletzt haben. Und dann sind 3 Rückenwirbel markant gebrochen, oder vielmehr Nackenwirbel. Der Atlas, der erste Nackenwirbel ist gebrochen, der zweite Nackenwirbel ist gebrochen, der dritte Brustwirbel ist vorne um 1 Zentimeter flacher geworden. Und ich dachte, das wären die 14 Brüche. Und dann habe ich aber natürlich im Krankenhaus auch mal eine Aufklärung bekommen. Und es sind in der Nähe des dritten Brustwirbels 4, 5 weitere Wirbel auch noch gebrochen und die haben alle einen Kompressions- oder Stauchungsbruch. Zum Glück alle in der Vorderseite, nicht auf der Rückseite, wo der Nervenkanal sitzt, sondern vorne. Zu meinem großen Glück, der Nervenkanal ist komplett unberührt. So, das sind also die Brüche. Also ich habe im Krankenhaus relativ schnell realisiert, dass ich ganz, ganz viel Glück hatte und dass ich um ein Haar auch tot gewesen wäre oder im Rollstuhl geendet wäre. Ich habe nie gedacht, eigentlich hättest du tot sein müssen oder im Rollstuhl sein müssen. Das habe ich nie gedacht, denke ich auch jetzt nicht. Sondern eigentlich hätte ich mich gar nicht verletzen sollen, das denke ich. Ich habe wahnsinniges Pech gehabt mit diesem Unfall, dass es dazu gekommen ist. Und gleichzeitig habe ich natürlich unheimliches Glück gehabt, dass es nicht ernster ausgegangen ist. Und dessen bin ich mir voll und ganz bewusst. Der Weg ist jetzt lang und er ist nervig und es tut weh und ich habe gute und schlechte Phasen natürlich. Und trotzdem bin ich von der Grundstellung positiv, weil ich weiß, ich habe Glück gehabt und ich bekomme die Chance, es in Zukunft, was auch immer, besser zu machen. Und darüber freue ich mich wahnsinnig. Also diese ganze Unfallsituation, das ist erstaunlich, hat für mich immer noch ein sehr positives Gefühl. Weil von meiner Erinnerung
bin ich gut gefahren. Also es war halt relativ früh im Rennen und dann war eine Rechts-Links-Kombination. Da haben wir gedacht, das geht voll. Da haben wir einen Fehler gemacht, haben wir falsch eingeschätzt. Es ging nicht voll, wie wir jetzt wissen, ne? Aber wir sind darüber gekommen in den Sprung und er hat gut angesagt und ich habe das Auto super platziert, gut angestellt, die Richtung stimmt, alles super. Und dann springe ich halt von der einen Welle direkt in die nächste Welle rein. Da taucht der Vorderwagen in den Boden ein und wird gebremst. Gleichzeitig schlägt das Fahrwerk hinten voll durch. Und dann hat das Auto nicht nur die Bewegung weiter zu springen, geradeaus in Streckenrichtung, sondern es wird rauskatapultiert direkt in den Überschlag hinein. Ola hat mir das dann im Nachhinein bestätigt, hat mir nochmal gesagt, Dirk, du bist super gefahren, du hast alles richtig gemacht. Wir haben einen Plan gehabt, du hast dich perfekt an den Plan gehalten. Es war also kein Fehler in dem Sinne. Wir haben einfach die ganze Situation falsch eingeschätzt. Wir haben gedacht, das geht voll und es ging nicht mit maximaler Geschwindigkeit. Auch weil eben das Setup, das Fahrwerk vom Auto anders reagiert hat, als wir beide oder ich als Fahrer es erwartet haben. Ja, dieser Unfall war natürlich ein Warnschuss. Die Klassiker haben dazu geführt. Arbeitsoverload, ich habe zu viele Dinge gleichzeitig gemacht und habe mich nicht genug auf dieses Projekt konzentriert. Ich habe das zu sehr nebenbei gemacht und habe mich davon trotzdem nicht ablenken lassen als guter Sportler, sondern habe gesagt, so jetzt gehst du hier an den Start und zeigst den Jungs mal, wo der Hammer hängt. Dann habe ich gesagt, volle Attacke, das geht. Ging nicht. Was heißt das für mich? Wie mache ich weiter? Was mache ich in Zukunft? Ich muss gestehen, dann habe ich noch nicht abgeschlossen mit dem Prozess. Definitiv möchte ich mein berufliches Leben etwas einfacher gestalten. Das heißt, ich möchte ein paar Sachen aussortieren. Ich möchte mich auf weniger Sachen mehr konzentrieren. Ich möchte es weder mir zumuten, noch möchte ich es meiner Familie zumuten und meinen Freunden. Also bei aller Liebe zum Sport, zu meiner Herausforderung, die Alternative, sprich im Rollstuhl zu sitzen oder sein Leben dabei zu lassen, das ist es mir nicht wert. Und die Liste, was alles schiefgelaufen ist, wie ich das hätte besser machen können, ist so lang. Und ich habe so viele Boxen, wo ich ganz genau weiß, das kann ich alles abhaken, kann ich alles vermeiden, da kann ich sicher sein, das passiert mir nicht nochmal. Das sind so viele, dass ich mich dabei auch safe und wohlfühle und mir sagen kann, ich kann weitermachen, weil das muss nicht nochmal passieren. Das kann ich bewusst mit Sicherheit verhindern. Es war sozusagen fast ein Super-GAU. Es hätte alles vorbei sein können, aber es ist nicht. Ich werde wieder 100% sein. Ich habe natürlich die Wahl zu sagen, das war jetzt ganz böse, das will ich nie wieder machen. Aber da gehe ich als Sportler oder vielleicht auch als logisch denkender Mensch einfach anders mit um. Ich versuche zu analysieren, wie kam es dazu? Kann ich in Zukunft verhindern, dass sowas wieder passiert? Kann ich das mit gutem Gefühl sagen, ja? Oder ist da ein zu hohes Restrisiko? Aber meine Analyse fällt bis jetzt zumindest anders aus. Ich denke, ich kann ganz viel anders machen. Ich bin nicht so blöd, dass mir der gleiche Fehler nochmal passiert. Aber in diesem Fall haben so viele Faktoren, die ich kontrollieren kann, die ich aber nicht richtig kontrolliert habe, dazu geführt, dass das passiert ist. So, wenn ich die in Zukunft kontrolliere, wird es so nicht nochmal passieren. So wird es nicht nochmal passieren. Ich denke wirklich, dass ich gestärkt und als Sportler, als Motorsportler besser aus diesem Ganzen hervorgehe und auch als Mensch anders und hoffentlich auch besser aus dem Ganzen hervorgehe. Auch kann ich sagen, der Sport hat für mich nicht mehr den gleich hohen Stellenwert wie vorher. Ich wäre jetzt bereit, wenn ich mich dabei nicht wohlfühle, damit aufzuhören. Aber ich fühle mich noch wohl und ich habe noch Ideen und ich möchte Sachen ändern und ich möchte es noch weiter probieren. Aber nicht mehr um jeden Preis. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich gestärkt aus diesem Unglück hervorgehen werde und das umdrehen werde zu einer guten neuen Chance. Ich kann meine Pläne für die Zukunft noch nicht 100% genau definieren, noch nicht alles zumindest. Also mein sportliches Ziel und gesundheitliches Ziel ist es jetzt erstmal 100% wieder fit zu werden, um bei der nächsten Dakar im Januar 2020 entsprechend performen zu können. Mein großes Ziel ist es, diese erste Dakar in Saudi-Arabien zusammen mit meinem Fahrer Yazid Al-Rajhi zu gewinnen. Das ist mein ganz großes Ziel und dafür werde ich trainieren und werde alles dafür tun. So, das war jetzt Teil 1 unserer Recovery-Comeback-Story. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran, abonniert den Weberwerke YouTube-Kanal und schaut einfach wieder rein, Instagram, Facebook, es wird weitergehen.